Du stehst vor einer Person Mhm. und dein Herz schlägt plötzlich ein bisschen schneller. Ja, das kennen viele. Du willst sprechen, Mhm. dein Kopf ist eigentlich voll mit Wissen. Du kennst unglaublich viele deutsche Wörter. Richtig. Du kennst die schwere deutsche Grammatik. Du hast wirklich alles gelernt, du hast Kurse besucht, du hast Bücher gelesen. Und dann? Aber dann passiert es. Nichts. Dein Kopf ist komplett leer. Oh ja. Eine totale Blockade. Du öffnest den Mund, aber es kommt kein einziges Wort heraus. Du bist völlig blockiert. Kennst du dieses Gefühl? Absolut. Ich bin mir sehr sicher, du kennst es. Also, hallo und schön, dass du da bist. Hallo auch von mir. Willkommen zu Folge 11 unserer gemeinsamen Entdeckungsreise. Eine sehr wichtige Folge heute. Ja, genau. Heute nehmen wir uns sehr viel Zeit. Wir sprechen heute ganz bewusst extrem langsam. Mhm. Sehr langsam. Und wir sprechen sehr, sehr deutlich, denn wir haben ein Thema, das für jeden, der Deutsch lernt, unglaublich wichtig ist. Das stimmt. Wir wollen genau diese schreckliche Blockade auflösen. Es ist wirklich wunderbar, dass wir heute über genau dieses Thema sprechen. Finde ich auch. Es ist das größte Problem, das fast alle Menschen haben, die eine neue Sprache lernen. Was genau ist unsere Mission für heute? Unsere Mission für unseren heutigen Lernweg ist sehr klar. Wir wollen nicht einfach nur sagen, lern mehr Vokabeln. Nein, das hilft ja auch nicht. Genau, das hilft überhaupt nicht. Wir wollen heute gemeinsam verstehen, was ganz genau in deinem Gehirn passiert, wenn du sprichst. Ah, okay. Und noch viel wichtiger, wir haben Lösungen. 5 ganz einfache, konkrete Tipps. Sehr gut. 5 Tipps, um endlich flüssig zu sprechen, Richtig. damit du diese Blockade im Kopf für immer beenden kannst. Ich freue mich sehr darauf. Lass uns das Problem direkt an der Wurzel packen. Gerne. Wenn ich vor dieser Person stehe und mein Kopf ist plötzlich leer, was passiert da physisch in mir? Warum kann ich einen Text perfekt lesen, aber ich kann nicht »Hallo, wie geht es dir« sagen, ohne Panik zu bekommen? Der Schlüssel zu diesem Problem liegt in einem einzigen Prozess. Okay, und welcher ist das? Diesen Prozess nennen wir Übersetzen. Übersetzen, also von einer Sprache in die andere. Genau. Übersetzen bedeutet, dein Gehirn nimmt ein Wort aus deiner Muttersprache, zum Beispiel aus dem Englischen oder Arabischen, Ja, und dann arbeitet dein Gehirn sehr, sehr hart, um genau dieses eine Wort in der deutschen Sprache zu finden. verstehe. Das ist ein extrem anstrengender Weg für das Gehirn. Also mein Gehirn denkt in der Muttersprache und sucht dann wie in einem kleinen Wörterbuch nach dem deutschen Wort. Exakt so ist es. Aber das ist leider noch nicht alles. Oh, da kommt noch mehr. Ja, wenn du das deutsche Wort gefunden hast, überlegt dein Gehirn weiter. Es fragt sich, welche Grammatik brauche ich jetzt? Oh je. Wo muss das Verb stehen? Ist das Wort der, die oder das? Das ist wirklich viel Arbeit. Es ist ein riesiger, langer Prozess. Und weil dieser Prozess so lange ist, brauchst du viel Zeit. Du wirst sehr langsam beim Sprechen. Und dann? Und weil du langsam bist, bekommst du plötzlich Angst. Angst, dass du einen Fehler machst. Und bumm, du blockierst. Das ergibt absolut Sinn. Das Gehirn hat einfach viel zu viele Aufgaben gleichzeitig. Genau. Weißt du, in unseren Notizen für diese Folge gab es ein sehr schönes Beispiel. Eine Geschichte, die mir total die Augen geöffnet hat. Oh, diese Geschichte liebe ich. Sie erklärt unser Gehirn wirklich perfekt. Lass mich diese kurze Geschichte mit dir teilen. Also, stell dir vor, du möchtest lernen, wie man ein Motorrad fährt. Ein Motorrad. Du kaufst dir dicke Bücher darüber. Du schaust dir hunderte Videos an. Man lernt also die ganze Theorie. Richtig. Du bereitest dich extrem gründlich vor. Gründlich. Das bedeutet sehr genau und sehr sorgfältig. Genau das bedeutet es. Du lernst wirklich jedes kleine Detail mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Okay? Du weißt in der Theorie alles. Du weißt, hier an der rechten Seite ist die Bremse. So muss ich Gas geben. In deinem Kopf bist du also schon der perfekte Motorradfahrer. Ja, in meinem Kopf bin ich absolut bereit für die große Straße. Und dann kommt der Tag, du sitzt zum allerersten Mal wirklich auf einem echten Motorrad. Der Motor läuft. Genau, der Motor läuft, du willst losfahren und was passiert?
Nichts funktioniert. Richtig, dein Körper macht überhaupt nicht mit, du fällst fast um, du bist total unsicher, Obwohl du die Theorie kennst. obwohl ich die ganze Theorie perfekt im Kopf habe. Und das bringt uns zum wichtigsten Punkt unserer ganzen Entdeckungsreise heute. Welcher ist das? Sprachenlernen ist exakt wie Motorradfahren. Theorie ist nicht Praxis. Ein Buch lesen ist nicht Sprechen. Aber hier muss ich wirklich eine kritische Frage stellen. Gerne, frag nur. Viele meiner Freunde, die Deutsch lernen, sagen etwas ganz anderes. Was sagen Sie? Sie sagen, weißt du, ich spreche nicht gut, weil ich einfach kein Talent habe. Ah, das berühmte Talent. Ja, sie sagen, Sprachenlernen ist eine Frage von Talent. Manche Menschen haben ein Talent, sie können nach 3 Monaten sprechen. Mhm. Und ich habe dieses Talent einfach nicht. Ich bin nicht klug genug dafür. Das ist ein sehr gefährlicher Gedanke. Ist da nicht vielleicht ein bisschen Wahrheit dran? Nein. Ich möchte das hier und heute ganz klar beantworten, nein. Ganz klar nein. Überhaupt nicht. Es hat absolut nichts mit Talent zu tun. Wow, okay. Wenn wir sehen, dass jemand sehr schnell und flüssig spricht, dann denken wir immer, es ist Magie oder Talent. Ja, das sieht immer so einfach aus. Aber in Wirklichkeit benutzt diese Person einfach nur bessere Methoden. Sie trainiert ihr Gehirn anders. Verstehe. Und hier wird es biologisch sehr spannend. Wir müssen heute über ein Wort sprechen. Das Wort heißt Neuroplastizität. Neuroplastizität. Das ist ein großes, schweres wissenschaftliches Wort. Was bedeutet das für uns? Es ist eigentlich ein ganz simples Prinzip. Dein Gehirn ist nicht fest wie ein Stein. Okay. Es kann sich verändern. Wenn du etwas Neues lernst, baut dein Gehirn neue Verbindungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Stell dir vor, du stehst an einem großen Wald. Du gehst zum ersten Mal durch diesen Wald. Da ist wahrscheinlich kein Weg. Genau, es gibt keinen Weg. Es ist sehr schwer. Du musst über Äste klettern. Mhm. Das ist der Moment, wenn du zum allerersten Mal ein deutsches Wort sprichst. Das heißt, das Gehirn muss den Weg durch den Wald erst ganz neu bauen. Richtig, aber wenn du diesen Weg durch den Wald jeden Tag gehst, passiert etwas. Der Weg wird besser. Ja, nach ein paar Wochen ist es ein kleiner Pfad. Nach ein paar Monaten ist es eine richtige Straße. Ah, ich verstehe. Und irgendwann ist es eine große, breite Autobahn. Eine Autobahn in meinem Kopf. Genau. Die Informationen in deinem Gehirn können dann super schnell fahren. Ohne Pause. Ohne nachzudenken. Das ist Neuroplastizität. Das klingt logisch. Die Verbindungen im Gehirn werden stark durch praktische Anwendung. Anwendung. Also die praktische Nutzung von dem Wissen. Richtig, das echte Tun. Also reicht das reine Wissen aus dem Buch nicht. Weil das Buch keine Straßen im Wald baut. Genau. Nur die Anwendung baut die Straße. Aber wir dürfen noch eine andere Sache nicht vergessen. Was denn? Eine Sprache zu sprechen ist nicht nur Arbeit für das Gehirn. Es ist auch echte, harte, körperliche Arbeit. Es gibt einen physischen Aspekt. Einen physischen Aspekt? Du meinst meine Muskeln? Ja, absolut. Deine Lippen, deine Zunge, dein Kiefer, dein ganzer Mund. Das sind wirklich viele Muskeln. Genau. Das sind viele verschiedene kleine Muskeln. Wenn du deine Muttersprache sprichst, bewegen sich diese Muskeln auf eine ganz bestimmte Art. Mhm. Aber die deutsche Sprache hat ganz andere Bewegungen. Zum Beispiel. Denk an Buchstaben wie das deutsche R oder das Ü und das Ö. Oh ja, die sind schwer. Deine Muskeln kennen diese Bewegungen noch gar nicht. Es ist wie Sport. Wenn du eine neue Sportart machst, tun dir am nächsten Tag die Muskeln weh. Das ist ein unglaublicher Gedanke. Mein Mund muss also in ein deutsches Fitnessstudio gehen. Ha, ja genau. Ein Fitnessstudio für den Mund. Wenn mein Mund die Bewegung nicht kennt, dann ist es logisch, dass ich unsicher bin. Richtig. Und weil ich unsicher bin, zögere ich. Zögern heißt, ich warte kurz aus Unsicherheit. Ich spreche nicht sofort. Sehr gut erklärt. Und weil du wartest und überlegst, stockt dein Sprechen. Es stockt. Das heißt, es geht nicht mehr flüssig weiter. Richtig. Du machst unnatürliche Pausen. Okay, das ändert meine Perspektive komplett. Wenn ich blockiere, bin ich also nicht dumm? Überhaupt nicht. Mein Gehirn hat nur noch keine Autobahn gebaut. Und meine Mundmuskeln sind noch nicht trainiert. Genau so ist es. Die große Frage ist jetzt, wie fange ich an? Wie baue ich diese Autobahnen, ohne dass ich sofort total frustriert bin? Was sind die Tipps? Der erste und wichtigste Tipp, also unsere Methode 1, lautet: Du musst aufhören, einzelne Wörter zu lernen. Keine einzelnen Wörter. Nein, du musst in ganzen Einheiten lernen.
Das heißt, diese langen Vokabellisten, die ich früher in der Schule gelernt habe, wo links das englische Wort und rechts das deutsche Wort steht, die sind nicht gut. Sie helfen dir beim Sprechen überhaupt nicht. Warum nicht? Lass uns das erklären. Wenn du Wörter komplett alleine lernst, ohne einen Satz drumherum, dann muss dein Gehirn in einem Gespräch sehr hart arbeiten. Weil es übersetzen muss. Ja, dein Gehirn muss in einer Sekunde alle diese einzelnen Wörter suchen. Dann muss es die Grammatik suchen. Und dann muss es aus diesen Einzelteilen einen Satz bauen. Das dauert viel zu lange. Du verlierst sofort deine Geschwindigkeit. Okay, ein Beispiel. Wenn ich also das Wort spät lerne, einfach nur das Wort spät, Ja. dann weiß ich zwar, was es bedeutet. Aber wenn ich zu spät zu meinem Termin komme, muss ich überlegen, ich bin zu spät? Nein, ich komme zu spät. Siehst du, du machst dir das Leben unnötig schwer. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist, lerne sofort den ganzen Satz. Also nicht das Wort spät lernen? Nein, lerne den Satz, tut mir leid, ich komme ein bisschen zu spät. Ah, das ist genial. Denn wenn ich diesen ganzen Satz lerne, dann habe ich das Wort spät schon in der perfekten Form. Richtig. Ich habe die Grammatik schon automatisch richtig, ich muss nicht mehr nachdenken. Das ist das Geheimnis. Du lernst nicht nur Wörter, du lernst den richtigen Kontext. Kontext. Also den Zusammenhang, in dem ein Wort Sinn macht. Genau. Und wenn du ganze Sätze lernst, kannst du Prozesse im Gehirn automatisieren. Automatisieren bedeutet etwas so einrichten, dass es von allein abläuft. Richtig. Der Satz kommt dann ganz automatisch aus deinem Mund. Wie ein Reflex. Das ist Methode 1. Ganze Sätze lernen. Das ist der erste wichtige Schritt für die Autobahn im Kopf. Ja. Aber wie oft muss ich das machen? Wir kommen zur Methode 2. Wenn ich einmal in der Woche für 3 Stunden lerne, reicht das? Leider nein. Einmal in der Woche 3 Stunden ist viel schlechter als jeden Tag 10 Minuten. Jeden Tag. Ja. Wir kommen hier zu einem extrem wichtigen Punkt. Du brauchst täglichen Output. Output. Das bedeutet, ich muss selbst etwas produzieren. Ich darf nicht nur passiv sein. Genauso ist es. Lesen und Zuhören ist Input. Sprechen und Schreiben ist Output. Richtig. Viele Menschen konsumieren nur. Sie hören Musik auf Deutsch, sie schauen Serien. Das mache ich auch gerne. Das ist toll. Aber passives Wissen reicht nicht aus, um flüssig zu werden. Was du nicht aktiv benutzt, vergisst du wieder. Ah, die Waldstraße im Gehirn wächst wieder zu. Genau. Wenn niemand darauf läuft, wächst der Weg zu. Aber wie mache ich das ganz praktisch im Alltag? Nehmen wir mal an, ich wohne in meinem Heimatland. Ich wohne nicht in Deutschland. Ich habe keinen deutschen Partner. Mit wem soll ich jeden Tag sprechen? Du brauchst am Anfang niemanden. Output kann auch sehr klein sein. Wirklich? Wie denn? Du kannst zum Beispiel jeden Abend ein paar Sätze in ein kleines Tagebuch schreiben. Oder noch einfacher, schreib deine To-Do-Liste für den Tag auf Deutsch. Also ganz einfache Dinge. Ich schreibe morgens auf, heute muss ich Wäsche waschen. Perfekt. Oder abends schreibe ich bin heute müde. Das reicht völlig aus. Es zwingt dein Gehirn, aktiv deutsche Sätze zu bauen. Aber warte, da meldet sich sofort eine kleine Stimme in meinem Kopf. Was sagt die Stimme? Was ist, wenn meine Sätze auf dieser Liste falsch sind? Ich habe immer Angst, mir falsche Dinge beizubringen. Das kenne ich. Ich habe das Gefühl, alles muss perfekt klingen, bevor ich es aufschreibe. Das ist ja, als würde ich für eine Prüfung üben. Ich verstehe diese Angst sehr gut. Aber ich möchte dich beruhigen. Perfektion ist am Anfang völlig unwichtig. Wirklich unwichtig? Ja. Es ist völlig egal, ob da ein Fehler ist. Es ist keine Prüfung. Regelmäßigkeit ist das Einzige, was zählt. Einfach jeden Tag machen. Das nimmt wirklich sehr viel Druck von meinen Schultern. Schreiben ist also ein toller Anfang. Ja, sehr sicher. Aber irgendwann muss ich ja raus in die echte Welt. Irgendwann stehe ich in einem Café und muss einen Kaffee bestellen. Und da ist die Blockade dann wieder da. Weil eine echte Person vor mir steht. Wie bereite ich mich darauf vor? Das ist unsere Methode 3. Reaktionen in konkreten Situationen trainieren. Okay, wie geht das? Dein Gehirn hat eine faszinierende Eigenschaft. Es kann fast nicht unterscheiden, ob du etwas wirklich erlebst oder ob du es dir nur sehr stark vorstellst. Das musst du mir erklären. Was meinst du damit? Stell dir vor, du bist im Café, aber nur in deinem Kopf. Okay. Du trainierst deine Reaktion. Bevor du in das echte Café gehst, spielst du die Situation im Kopf durch. Also ich überlege mir, was sage ich gleich? Genau. Du sagst leise zu dir selbst, einen Kaffee ohne Zucker, bitte.
Kann ich mit Karte bezahlen? Das heißt, ich trainiere meine Reaktion für echte Situationen einfach vorher. Richtig. Und wenn du dann im echten Café stehst, sagt dein Gehirn, das kennen wir schon. Die Panik bleibt weg. Das ist wirklich clever. Und das bringt uns zu Methode 4, oder? Ja. Methode 4 lautet, halte es einfach und erweitere langsam. Halte es einfach. Das ist ein Problem, das ich bei vielen Leuten sehe. Was genau meinst du? Wenn sie Deutsch sprechen wollen, wollen sie sofort komplizierte Sätze machen. Sie wollen sofort total klug klingen. Und was passiert dann immer? Man verliert den Faden. Richtig. Den Faden verlieren? Lass uns das kurz erklären. Den Faden verlieren bedeutet, man weiß plötzlich nicht mehr, was man eigentlich sagen wollte. Man vergisst den eigenen Satz. Genau. Wenn du versuchst, sofort einen riesigen, schweren Satz zu bauen, passiert das Schlimmste. Das Gehirn blockiert. Wie verhindere ich das? Fang klein an. Baue deine Sätze Schritt für Schritt, wie Lego spielen. Das ist also genau wie Lego spielen. Man muss die Sätze Schritt für Schritt bauen. Etwas zusammensetzen. Stein für Stein. Genau. Du fängst ganz klein an. Zum Beispiel sagst du erst nur, es ist kalt. Das sind nur 3 Wörter. Das ist sehr einfach. Richtig. Und dann baust du weiter, heute ist das Wetter ziemlich kalt. Und dann nehme ich noch einen Lego-Stein dazu. Ich finde, heute ist es ziemlich kalt, deshalb sollte ich eine Jacke anziehen. Siehst du? Du baust langsam. So blockiert dein Gehirn nicht. Das Lego-Prinzip finde ich super. Wir haben jetzt also die richtigen Sätze, wir haben das mentale Training. Ja. Aber mir fehlt noch eine Sache. Methode 5. Wie bekomme ich diesen natürlichen Rhythmus hin? Mein Deutsch klingt immer noch ein bisschen wie ein Roboter. Dafür gibt es die letzte und sehr effektive Technik. Das Geheimnis der Profis. Es heißt Shadowing. Shadowing. Das ist ein englisches Wort. Es bedeutet einen Schatten werfen oder jemandem wie ein Schatten folgen. Genau das tust du. Du folgst einer deutschen Stimme wie ein Schatten. Wie funktioniert das genau? Nimm ein kurzes Audio. Wirklich nur 2 bis 3 Minuten. Okay, zum Beispiel ein kurzes YouTube-Video. Ja, perfekt. Du hörst der Person zu und dann sprichst du laut nach, fast gleichzeitig. Du versuchst genau das gleiche Tempo zu haben. Und das mache ich nur einmal? Nein, du wiederholst das 3 oder 4 Mal. Oh je, da habe ich eine Frage. Ja? Am Anfang stolpert man da bestimmt über sehr viele Wörter, oder? Ist das nicht extrem frustrierend? Die Leute sprechen doch so schnell. Ja, das ist völlig normal. Dein Mund muss sich erst an die Bewegungen gewöhnen. Das Fitnessstudio für den Mund, richtig. Genau. Aber nach ein paar Wiederholungen passiert etwas Tolles. Deine Aussprache wird viel natürlicher. Aussprache, das ist die Art, wie man Laute mit dem Mund formt. Richtig. Und plötzlich merkst du, hey, ich kann irgendwann im gleichen Tempo sprechen wie das Original im Video. Wahnsinn. Das ist wirklich ein mächtiges Werkzeug. Das ist es. Lass uns das noch einmal in sehr einfachen Worten zusammenfassen. Für alle, die uns gerade zuhören. Sehr gerne. Wir haben heute gelernt, flüssiges Sprechen ist kein großer Sprung. Es ist kein Talent. Überhaupt nicht. Es sind viele kleine Schritte, jeden Tag ein bisschen. Sätze im Kontext lernen, Output produzieren, Reaktionen im Kopf trainieren, Sätze wie Lego bauen und Shadowing machen. Perfekt zusammengefasst. Und wenn wir all diese Dinge sehen, führt uns das am Ende zu einem sehr faszinierenden Gedanken. Ein provokanter Gedanke zum Schluss. Was ist das? Wir haben heute gelernt, dass dein Gehirn durch Neuroplastizität beim Sprechen physisch neue Verbindungen baut. Ja, die Straßen im Wald. Genau. Das bedeutet aber auch, jedes Mal, wenn du Deutsch sprichst, lernst du nicht nur eine Sprache, Sondern? Du veränderst im wahrsten Sinne des Wortes die physische Struktur deines Gehirns. Wow. Und die Frage ist, baust du dir mit jedem deutschen Satz, den du sprichst, vielleicht auch eine ganz neue Version von dir selbst? Das ist ja unglaublich. Bekomme ich eine neue Persönlichkeit, wenn ich Deutsch spreche? Das ist sehr gut möglich. Dein Gehirn verändert sich. Du wirst zu einer neuen deutschen Version von dir selbst. Was für ein fantastischer Gedanke. Ich verändere mich selbst mit jedem Satz, den ich baue. So ist es. Das gibt mir wirklich sehr viel Motivation. Ich danke dir sehr, dass du uns das heute so einfach und ruhig erklärt hast. Sehr, sehr gerne. Und an dich, lieber Zuhörer, danke, dass du heute auf diese Entdeckungsreise mit uns gekommen bist. Hab keine Angst vor Fehlern, fang einfach klein an. Genau, einfach anfangen. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste gemeinsame Reise mit dir. Bis zum nächsten Mal.